Ich meine, im Endeffekt, ne, wir sind ja auch nur Menschen, egal. Also, ne, wie gesagt, Tommy als Erzieher, ich als Lehrer, es ist halt ein Hobby und es bringt halt auch Menschen sozusagen zusammen und ja, deswegen sind wir auch heute hier. Ich würde jetzt Erzieher sein nicht als Hobby bezeichnen. Ja, ne. Das lasse ich durchgehen, Tommy. Gut. Ich heiße Mani, Ingame Skapatin. Ich glaube, ich spiele seit 4 Jahren plus. Ursprünglich komme ich aus Wien, Österreich, bin jetzt seit 10, 12 Jahren Berliner, quasi freiwillig. Ich bin Odins Tommy, spiele seit circa 5 Jahren Summoners War, bin mit Herzblut dabei und es macht mir einfach jeden Tag noch Spaß. Ich heiße Ingame Odins Ammon, spiele seit über 2200 Tage, bin, ich glaube, 3 Jahre im Verbund, bin dort derzeit der Vize. Ingame Ekix, komme aus dem schönen Nordhessen, Kassel, um genau zu sein. Bin der Vize der Drachen und spiele mittlerweile seit knapp 4,5 Jahren Summoners War. Ich bin Ingame-Name Serum, spiele jetzt schon 7 Jahre SW, fleißig dabei und komme aus dem wunderschönen Städtchen Berlin und bin Leader der Wölfe. Chasey Ingame, bin extrem frisch, ich glaube 10 Monate. Ja, bin da dank ihm ein bisschen reingerutscht. Ich bin Iome Ingame, spiele seit etwa 3,5 Jahren Summoners War. Bei den Odins bin ich jetzt seit etwa einem Jahr. Okay, hi, ich bin Lulu. Ingame heißt Odins Lulu. Ich bin jetzt seit circa einem Jahr beim Verbund. Mein Account hat über 1200 Spieltage. Bin ich Co-Leaderin bei den Walküren geworden. Dann mache ich mal weiter. Ich bin der Udin Stärkster, bin Vize bei den Falken, komme aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern, Nähe Rostock. Hallo, Ingame heiße ich Schnabi, spiele Summoner Wars seit knapp 5 Jahren, komme aus dem schönen Hessen, war auch schon Lead bei diversen Gilden. Wir sind Maiden und Meister, sind, glaube ich, die letzten überbleibenden Mitgründer des eigentlichen oder des Verbundes. Ich spiele bestimmt 5 Jahre plus und ich habe mich so lange genötigt, bis ich die irgendwann einfach installiert habe. Und gesagt habe, guck das jetzt an. Genau, ich bin seit letzten Sommer im Verbund, spiele Summoners War seit insgesamt 5 Jahren ungefähr. Komme aus dem schönen Sachsen, bin also der Ossi hier. Die beiden letzten Mitgründer der Ursprungsgilden, des Ursprungsverbunds. An der Stelle dann aber halt, wie gesagt, die Neuauflage des Verbunds in 2019, Ende 2019. Ja, und seitdem ist aber auch nochmal weiter viel passiert. Wir haben dann weitergemacht mit 6 Gilden. Es kamen dann insgesamt im Jahr 2020 noch 3 neue weitere Gilden dazu und in 2021 kam wieder eine dazu, sodass wir jetzt schon bei 9 Gilden sind und natürlich ist auch schon die 10. schon mal in Planung, ja, aber ja, das ist auch so mein Part. Also der Verbund hat einen Farbcode und quasi ganz oben sind die Drachen mit Rot, dann kommt Zorn mit so Grau, dann die Wölfe mit Grün, Falken Blau, Lila, Entschuldigung, und dann die Raben mit Blau, die Walküren mit so einem Orange. Ah ne, dazwischen sind noch die Reiter, die haben Pink. Fang doch von vorne an. Alles durcheinander gebracht. Oben Drachen rot, Zorn grau, Wölfe grün, Reiter pink, die Falken lila, die Raben blau, die Walküren orange. Und dann weiß ich nicht, wo die anderen stehen. Dann kommen die Kämpfer mit Gelb und dann die Elstern mit Türkis. Ja, die neueren Gilden, also vor allem im letzten halben Jahr sind halt doch 2, 3 Gilden neu entstanden, weil einfach so viele Leute auch zu uns möchten. Und das ist der offizielle Grund, aber eigentlich hat Tommy ganz viel Langeweile und möchte immer neue Gilden. Genau. Machen. Ist halt echt Wenn man Tommy nicht er ist der Grund. Dann weiß man immer eine neue Gilde, man fragt immer, ja, ist schon was in Arbeit. Egal wann man sagt, ja, ich habe schon was am Laufen, ich levele die schon. Ja klar, die 10. Gilde wird auch schon gelevelt. Muss eigentlich
Flauschig. Ja. Also das wären dann aber 3 Worte. Flauschig, flauschig, flauschig. Flauschig. Gut. Super flauschig. Oh ja. Und flauschig, glitzernd. Wolfspelz flauschig. So. Ist Amon noch in der Leitung? Amon? Ja. Ja, Ich glaube, der hat sich gerade das Leben genommen. Der Amon regt sich immer im mega Hals. über dieses Wort auf. Also flauschig, wenn man irgendwas mit flauschig schreibt, das regt ihn auf. Also, Oder ganz viele Herzsmileys. ja. So schlimm. Und da er überall vertreten ist, muss er das auch immer alles mitlesen. Ja. Ich glaube, der Ursprung ist auch ein bisschen, wir haben jemanden gecheckt, es gibt immer wieder Probleme und Schwierigkeiten, aber wenn man chillig bleibt, flauschig bleibt, kriegt man das auch gelöst. Sich nicht in irgendwas verbeißen und unnötig Stress machen, dann funktioniert das. Entsprechend sind wir ein sehr flauschiger Verbund. Und wenn sich jemand aufregt und du sagst dem mal schön flauschig im Schritt bleiben, dann lacht er auf jeden Fall. Ja, aber ich denke wirklich, wenn es jetzt so auf die Frage geht, ich denke flauschig, organisiert und auch, also im Endeffekt ist es ja schon organisiert und das letzte wäre, das war eigentlich immer lustig, also egal in welchem Chat man dabei ist oder auch die Freitags-Discord-Abende, wie gesagt, vor heute haben wir ein paar Mal Zoom geübt und immer mal Videoquads mit Leuten gemacht, das ist schon immer ganz lustig, also. Ja. Als wir das eine Mal in GK um einen Punkt nicht Legend geworden sind. Ich dachte, du erinnerst dich da gar nicht mehr dran. Ja, jetzt, sorry, die ganze Therapie hat nicht geholfen. Scheint so. Da kann ich, also mit dem Verkackt, kann ich definitiv was zu beisteuern. Es war ein normaler Siege, also Belagerungskampf gegen zwei, ich weiß nicht mehr, wen die anderen beiden Gilden waren, die Person ist leider gerade heute nicht anwesend. Aber auf jeden Fall war das halt ein sehr, sehr wichtiger Tower und zu Beginn also wir spielen jetzt mittlerweile höheres G3, die Drachen. Und damals waren wir noch in der Findungsphase, auch was die Regeln angeht. Und mittlerweile callen wir Tower, ja. Also wenn wir einen Tower angreifen, dann immer, keine Ahnung, gelb 8 und dann Punkt und dahinter die Zahl, je nachdem von oben runter 1 bis 5. Und der Tower sollte halt noch nicht genommen werden und jemand hatte gecallt und will diese Defense gerade angreifen und der Tower hatte noch 45 Minuten, unserer zum Angriff bereit gewesen wäre. Und einer unserer Guild-Member geht halt rein mit einer Cleave, ogert das Ding komplett weg, kommt wieder raus und dann so, scheiße, du bist da drin. Und wir brauchten halt diesen Tower, damit wir im Endeffekt, wir haben dann auch gewonnen, weil wir diesen Tower zu späterem Zeitpunkt einnehmen konnten. Aber der arme Kerl, der mit uns im Discord war, saß dann da und dann hat er vorsichtig gefragt, wie lange muss ich jetzt also es hat nur noch ein Hit gefehlt, dann hätte er gewonnen. Und er so, ja, wie lange muss ich denn jetzt warten? Ja, der Timer sagt 47 Minuten. Und er hatte gar keinen Bock mehr und dann hat er wirklich gesagt, so, was mache ich jetzt 47 Minuten lang? Er hat sein Handy angeguckt, hat mit so einem Discord gesprochen, hat seine Tochter ins Bett gebracht, kommt nach einer halben Stunde wieder. Und wie lange ist noch? Ja, immer noch 70 Minuten. Also, Alter. Also, er wartet immer noch, die beiden kommen aus demselben Ort, auf seine Kiste Bier als Entschädigung. In 47 Minuten mit Autorun kann man sehr viel fahren mittlerweile, aber die hat er immer noch nicht bekommen. Sagen, Amon ist alles. Amon ist der Onkel. Nein, Amon ist alles. Mama und Papa und das schwarze Schaf, der immer der Böse ist, wenn irgendwas passiert. Ich glaube, wir haben viel mehr komische Onkel. Ich glaube, darauf sind wir ziemlich spezialisiert. Wir ziehen eigentlich nur komische Leute an. Unser System ist wirklich auch darauf ausgelegt, dass das wirklich von vielen Spielern mitgetragen wird. Zum Beispiel Mike hat das eben nicht, Darkstar hat das eben nicht erwähnen können, dass er ja auch noch den Blog von uns leitet und da auch viel Sachen reinstellt. Zum Beispiel auch wie viele Leute dann an einem Opening teilgenommen haben und auch was da gezogen wurde. Da haben wir auch unsere Wettbewerbe drauf. Also es sind wirklich viele Leute, die an der ganzen Situation mit beteiligt sind, dass das Ganze rund läuft. Das ist das Besondere an unserem Verbund. Wir haben pro Gilde so viele Leute, die sich in den Gilden engagieren, dass das nicht 1 oder 2 Leute alleine machen müssen. Und daher, es gibt sicherlich, wie schon gesagt, den einen oder anderen, der ein bisschen mehr macht für den Verbund. Aber im Grunde hat jeder seine Ansprechpartner, sodass das wirklich auf mehreren Schultern lastet. Und das ist das Besondere. Dadurch hast du immer einen Ansprechpartner.
Dann haben wir noch ein paar Leute, die Events nicht lesen. Das ist so eine Handvoll. Also die kommen dann wirklich, hatten wir letztens auch einen, der hat dann so gefragt, ja, was macht eigentlich dieser Zeppelin dort oben? Und das Event war schon 1,5 Wochen da und dann so, ja, ich krieg die Münzen die ganze Zeit, aber was macht denn dieser Zeppelin dort? War dann auch sehr gut.